Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 9. und auch letzte Episode unseres Abenteuers, die Geburt von Atlantis, aus dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Schauen wir mal, was wir in der finalen Episode für Ziele erreichen müssen. Mein Plan, unsterblich zu werden, nähert sich der Vollendung. Doch brauche ich deine Hilfe, um diesen Traum aller Träume zu verwirklichen. Um die Unsterblichkeit zu erlangen, muss ich Ambrosia essen, die Speise der Götter. Halte nach einer Gelegenheit Ausschau, es für mich zu beschaffen. Um mir meinen Platz unter den Göttern zu festigen, möchte ich, dass du eine Pyramide baust, wie sie atemberaubender noch niemals erbaut wurde. Nenne diese Pyramide die Pyramide des Pantheon und achte darauf, dass sie mit den Skulpturen aller Götter geschmückt wird, die uns alles gegeben haben. Ich werde bald die Schwelle zu einem neuen Leben überschreiten und du ebenfalls. Wenn ich unsterblich bin, sollst du über das Königreich Atlantis herrschen. Die 9. und auch letzte Episode dieses Abenteuers trägt den Titel Atlas, der Gott. Ja, und das ist auch das Thema, dass unser Vater Atlas zum Gott erkoren wird. Dafür muss er Ambrosia zu sich nehmen, die Speise der Götter, welches wir beschaffen müssen. Und das ist auch eines unserer Ziele, nämlich einen Quest erfüllen, Ambrosia zu besorgen. Wir brauchen aber auch eine Bevölkerung von 5000 Einwohnern. Wir müssen die Pyramide des Pantheon errichten und unsere Stadt braucht ein Hippodrom, das mindestens 40 Stadien lang ist. Ja, noch einiges, was wir hier in unserer Stadt errichten müssen, bis unser Vater ein Gott wird, und wir kehren zurück nach Atlantis. Mit der Gründung der Kolonie Ebenestos in der letzten Episode haben wir wieder ein Koloniedenkmal, welches zur Verfügung steht. Ja, wir gehen in den Pausenmodus und verschaffen uns wieder einen kurzen Überblick. In der vorletzten Episode haben wir für Poseidon, unserem Großvater, die Zitadelle des Poseidon, sein Heiligtum, errichtet. Ein imposantes Bauwerk, was jede Menge Baumaterial verschlungen hat. Ja, und hier in der Mitte unserer Karte haben wir den Stadtpalast und eine kleine Pyramide schon errichtet. Ansonsten hat sich nicht viel verändert. Wir haben hier das erste Wohngebiet, wo wir Wein und Olivenöl sowie Wolle produzieren, und an Nahrung produzieren wir hier Weizen und betreiben Fischerei. Wir haben hier unsere 2 Heiligtümer für Artemis und für Aphrodite. Hier haben wir unser Wohngebiet der gehobenen Wohnungen und wir haben dieses Wohngebiet maximal entwickelt, indem wir den Bürgern neben Rüstung auch Streitwagen zur Verfügung gestellt haben. Hier haben wir unser zweites Wohngebiet, wo wir Bronze und Orchikal abbauen, Waffen und Skulpturen produzieren. Ja, und in der Nähe haben wir auch das 3. Heiligtum gebaut, nämlich die Schmiede des Hephaistos. Hier produzieren wir unseren Marmor und unseren schwarzen Marmor. Ja, und an den Lagerstätten unserer Marmorvorkommen haben wir noch eine kleine Siedlung und hier produzieren wir Holz und Fleisch. Ja, und hier haben wir den Schrein des Poseidons errichtet und jede Menge Verschönerungen schon gebaut. Ja, bei den Bauoptionen hat sich nicht viel getan. Wir haben hier bei Mythologien noch das Orakel des Apollos und die Pforte des Hades. Allerdings können wir keine Heiligtümer mehr jetzt bauen in unserer Stadt. Ja, und bei der Ästhetik haben wir neben jeder Menge Denkmäler hier die Poseidon-Pyramide. Und da können wir noch die Pyramide, die große Pyramide und die Pyramide des Pantheon bauen. Wir bräuchten zwar nur die Pyramide des Pantheon errichten, aber ich möchte gerne auch die 2 anderen Pyramiden in unserer Stadt haben. Wir beginnen mit der Pyramide. Die kann nämlich hier noch hin, bei unserem Stadtpalast. Da drehe ich jetzt mal kurz das Bauwerk. So, und dann müssen wir das natürlich noch hier verbinden. Und dann kann hier nämlich gebaut werden. Ja, der Arbeitsmarkt sieht sehr gut aus. Wir können jetzt noch hier eine Schwarzmarmorwerkstatt errichten, wenn wir jetzt so viel bauen müssen. Und wir exportieren ja auch schwarzen Marmor. Gut, Pausenmodus können wir aufheben. Wir schauen noch mal ganz kurz auf die Weltkarte. Ja, in der letzten Episode haben wir neue Handelspartner bekommen, nämlich die Ozeaniden. Da haben wir einmal Jem,
kauft Marmor und schwarzen Marmor, verkauft uns Fisch. Xiljuf, ich hoffe, ich spreche das wirklich richtig aus, kauft schwarzen Marmor und Skulpturen und verkauft Fisch und Orchikal. Ja, und den letzten neuen Handelspartner ist Zef. Zef kauft Holz und Marmor und verkauft uns Fisch. Ja, und hier haben wir unsere zweite Kolonie. Ebenestus kauft Oliven und schwarzen Marmor und verkauft Fisch und Orangen. Und wir kriegen auch 16 Orangen jährlich als Tribut. Ja, wir können also mit den neuen Handelspartnern jede Menge schwarzen Marmor verkaufen, auch Marmor und Holz, aber das brauchen wir jetzt erstmal für unsere Bauwerke. So, was brauchen wir denn für die Pyramide? Ja, für unsere Pyramide brauchen wir 55 Marmorplatten, 20 Platten schwarzer Marmor, 8 Ladungen Holz und 18 Ladungen Orchikal. So, unsere Kunsthandwerker haben schon Position bezogen. Ja, und da kommen auch schon die ersten Ladungen Marmor. Gut, das läuft. Ja, in der Zwischenzeit, wo wir unsere Bauwerke errichten, können wir unsere Stadt noch so richtig schön aufhübschen. Hier, das gehobene Wohngebiet können wir zum Beispiel mit Denkmälern verschönern. Da haben wir mehr als genug. Das sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Und dann bauen wir noch Säulen. Ja, wir bekommen eine Mitteilung. Das Grab des Kronos ist entdeckt worden. Oh, das hört sich ja spannend an. Ja, und es ist schon wieder Jahresanfang. Wir kriegen unsere Tribute. So, und das haben wir hier alles schön jetzt entsprechend aufgehübscht. Ja, der Bau dieser Monumente dauert natürlich sehr lange und in dieser Zeit müssen wir natürlich unsere Stadt so gut wie möglich verwalten. Ja, wenn wir auf die Ziele schauen, sehen wir, dass wir schon eine Bevölkerung von über 5000 Einwohnern haben. So, diese Verbindung könnten wir doch schon mal errichten. Das ist doch gar nicht so schlecht. Dann gehen wir hier so rum. So. Und hier können wir, glaube ich, einmal um das Heiligtum rum. So. Ja, und dann können wir aber hier jetzt entsprechend Sperren setzen. Ja, bei den Kunsthandwerkergilden müssen wir ein bisschen aufpassen, das machen wir anders. Da bauen wir nämlich eine jetzt hier hin und die eine reißen wir ab. Da warten wir jetzt noch, dass die in Betrieb ist. Ja. Ich bin aus der Unterwelt gekommen, um Sie auf einen wichtigen Quest zu schicken. Ja, Hades verkündet seinen Quest und wir müssen dafür die Halle der Atalante wieder errichten. Denn nur sie kann entsprechend das Ambrosia stehlen. Aha, okay, nicht besorgen, sondern stehlen. Ja, die Halle der Atalante habe ich immer hier in dem Wohngebiet der gehobenen Wohnungen errichtet. So, und da ist die Heldenhalle. So, was brauchen wir? Ja, wir brauchen die 32 Rinderhälften und die 32 Holzbretter. Gut, dann würde ich jetzt mal das Fleisch hamstern. Das Holz würde ich jetzt mal nicht mehr verkaufen. Ja, und da sehe ich gerade wieder einen Priester, der ein Opfertier geholt hat. Dann sollten wir mal wieder nach unseren Herden gucken. Einmal hier die Rinder. Okay.
So, ja, und dieses Silo hat leider jetzt nur Weizen hier drinnen. Das wollte ich eigentlich für Fleisch haben. Mal leeren. Naja, die anderen Silos sind allerdings auch alle voll. Okay, dann müssen wir das mal hier abreißen oder bauen wir noch ein weiteres Silo nur für Fleisch. Ja, komm, das können wir eigentlich machen. Okay, dann bauen wir jetzt hier wirklich nur eins, was Fleisch annimmt. Dann können wir das hier so lassen. Oh, wir kriegen eine Mitteilung. Leucipio möchte uns 32 Bronzebarren schenken. Dann nehmen wir an. Wunderbar, vielen Dank. Und wir kriegen noch mal ein Geschenk von Leucipium, nämlich Orchikal. Aber da haben wir, glaube ich, nicht mehr so viel Platz im Warenlager. Wir nehmen das an, was wir annehmen können. 24 Barren. Das ist auch nicht schlecht. Ja, und wenn wir unsere Stadtkasse mal anschauen und unsere Bilanzen, dann sehen wir, wir verdienen wirklich so viel Geld. Da brauchen wir uns keine Gedanken mehr zu machen in dieser finalen Episode. Und wir können ja nachher noch mehr an Gütern verkaufen. Jetzt müssen wir aber erstmal hier unsere Monumente errichten. Da, ich glaube, da wird gerade die 4. Lage der Pyramide gebaut. Ja, nicht nur nach unseren Rinderherden müssen wir gucken, auch natürlich nach unseren Schafen. Da haben wir ja 2 Heiligtümer hier, die sich bei den Tieren bedienen, aber das war jetzt auch nicht so viel gewesen. So ein bisschen Olivenöl können wir, glaube ich, verkaufen, da haben wir mehr als genug. So, Atalante, hast du alles? Jawohl, wir können nachher rufen, wunderbar. Dann können wir auch wieder das Fleisch nutzen. Jetzt, da Atalante hier ist, braucht sich niemand mehr zu fürchten. Ja, wunderbar. Atalante ist in unserer Stadt. Da kommt sie. Ja, dann können wir sie auch direkt auf den Quest schicken, das Ambrosia zu stehlen. Bitte schön, Atalante, du darfst. Wieder Jahresanfang. Wir nehmen unsere Tribute an. So viel Orangen können wir gar nicht annehmen. Ja, und jetzt wird hier der Sockel unserer Pyramide mit Marmor und Orchikal entsprechend verkleidet. Hervorragend! Alle Seelen in der Unterwelt beglückwünschen Sie. Ja, Hades ist zufrieden. Atalante hat das Ambrosia gestohlen. Hervorragend. Alle Seelen in der Unterwelt beglückwünschen Sie. Atalante ist es gelungen, der Aufmerksamkeit der Olympia zu entgehen und etwas Ambrosia zu stehlen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor die Familie erkennt, was es alles bewirken kann. Um mich zu ehren, das Ambrosia zu stehlen, war schließlich meine Idee, darf jetzt für meine Wenigkeit ein Denkmal errichtet werden. Ja, Hades, das machen wir natürlich gerne. Ja, ich denke mal, die Statue des Hades baue ich hier hin. Dafür baue ich das noch ein bisschen um. So, dann können wir das nämlich ein bisschen mittig setzen. Hier. Dann noch die Weinkeltereien. So, und dann können nämlich die hier weg. Ja. So, und da ist die große Statue des Hades. Die passt doch jetzt hier hin, aber du guckst nicht richtig. Jetzt guckst du richtig. Ach, wunderbar. So, und dann
Kommen hier noch Blumengärten hin. Wunderbar, so ein schönes Gewerbegebiet hat man selten gesehen. Ja, mittlerweile ist der Sockel unserer Pyramide fertiggestellt und die Rutsche aus Holz ist auch schon errichtet und wir kriegen eine Forderung, ein Fest in Leucipium. 9 Holzbretter in 6 Monaten können wir verschicken. Sollte kein Problem sein. So, ich denke mir mal, jetzt wird schwarzer Marmor geliefert. Was brauchen wir denn jetzt noch? Ja, 4 Marmorplatten und 20 Platten schwarzen Marmor und nochmal 8 Ladungen Orchikalk. Ja, Zeit mal wieder zu gucken, ob in unserer Stadt alles in Ordnung ist. Wir sollten wieder ein paar Schafe platzieren. Ja, da fehlen wieder einige. So, und das gleiche gilt natürlich für unsere Rinderherden. Na, da wurde kein Opfertier gebraucht. Ja, und Nahrungsmittel, ihr seht, die Silos sind alle sehr gut gefüllt. Ja, da mache ich mir jetzt keine Gedanken. Ja, und Leucipium schätzt uns auch mehr. Ja, gerne. Ja, und da sehen wir schon, wie jetzt schwarzer Marmor geliefert wird. Da wird jetzt erstmal wieder der Kern unserer Pyramide in der 2. Etage sozusagen errichtet. Und das Material wird über die Rutsche nach oben gebracht. Das ist ja immer sehr schön animiert hier, wenn die Baustoffe ankommen. Oh, Eurymus schenkt uns Wein. 16 Amphoren, die lehnen wir mal ab. Tut mir furchtbar leid, wir haben genug Wein. So, und da wird das Material nach oben gebracht. Ja, und die 2. Etage unserer Pyramide ist schon fast fertiggestellt mit schwarzem Marmor. Da fehlt jetzt, glaube ich, weiterhin Orchikalk und weitere Lieferungen von schwarzem Marmor. Ich glaube, da kommt er schon. Ja, da ist er auf dem Weg. Ja, jetzt braucht nur noch die Spitze gebaut zu werden und ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. Ja, 4 Marmorplatten und 4 Ladungen Orchikal. Dann haben wir unsere Pyramide fertiggestellt. Sehr gut. Und Ampha schenkt uns Rüstungen. Ja, nehmen wir mal an. Dann ist das Warenlager jetzt voll. Mit Rüstung können wir eigentlich gar nichts anfangen. Die können wir, glaube ich, gar nicht verkaufen. Oder können wir Rüstungen verkaufen? Naja, auf jeden Fall kommt jetzt die letzte Ladung Orchikal für unsere Pyramide. Ja, und die Pyramide ist fertiggestellt. Wunderbar. Als nächstes würde ich jetzt die große Pyramide errichten. Ja, die würde ich tatsächlich hier gegenüber dem Schrein des Poseidons bauen wollen. Wow, ja, das ist groß. Auch hier drehen wir mal. Ja, da können wir aber das so errichten, glaube ich, ja. Gut, die Kunsthandwerker-Gilden, hier können wir abreißen. Die errichten wir jetzt hier. So. Ja, und was brauchen wir für die große Pyramide? 132 Marmorplatten, 51 Platten schwarzen Marmor, 16 Ladungen Holz und 31 Ladungen Orchikalk. Naja, da müssen wir einiges jetzt bauen. So, wir können wieder etwas Holz mal verkaufen. So, und ich wollte noch mal gucken, ob wir noch Waffen verkaufen können. Ja, unser Verbündeter Elacipium kauft Rüstungen.
Das habe ich ganz vergessen. So, komm, dann machen wir Folgendes. Diesen Handelsposten bauen wir hier noch auf. Dann können wir jetzt die Rüstungen, nein, das ist Evanestus, den ich gebaut habe, ne? Jawohl. Zurück. Da ist der richtige. So, dann verkaufen wir jetzt die Rüstung. Das ist ja nicht viel. So. Ja, und dann können wir das Gewerbe für Rüstungen wieder anschalten. Ja, dann sollten wir vielleicht den Export von Bronze stoppen. Hier, das kann jetzt entsprechend nicht mehr exportiert werden, weil ich glaube, wir bräuchten dann noch eine Gießerei. Oder wir importieren etwas Bronze. Ja, der Handelsposten Neusos verkauft noch Bronze, aber der ist jetzt sehr weit weg. Nee, das machen wir anders. Wir werden eine Waffenschmiede mal hier entfernen. Und dafür bauen wir noch eine Gießerei auf. So. Und dann müsste das, glaube ich, für Waffenschmieden und auch für die Skulpturenwerkstätten reichen. Ja, hier auf unserer Baustelle wird jetzt der Marmor schon geliefert. Das dauert jetzt ein bisschen, bis dieses Monument fertiggestellt ist. In der Zwischenzeit können wir schon mal unser Hippodrom bauen. Das brauchen wir noch, und zwar mindestens 40 Stadien lang. Ja, das Hippodrom finden wir ja hier bei der Verwaltung. So, und dann haben wir jeweils einen Hippodrom und eine Fußgängerbrücke. Das Hippodrom ist immer so ein Karree. Das sind die einzelnen Stadien, die wir bauen können. Das wechselt immer so in einer gewissen zeitlichen Intervalle. Ja, und das Stadion muss als geschlossener Ring entsprechend gebaut werden. Sonst funktioniert es nicht. So, deswegen müssen wir diesen Weg jetzt erstmal hier wegnehmen und auch den Wald, denn nur dieser Ring hier um unsere zentrale Landmasse ist ein geschlossener Ring. Ja, und das ist auch ganz gut, dass wir den nicht bebaut haben, weil nur hier können wir unser Hippodrom bauen. Also nehmen wir den Wald mal hier weg. So, und dann bauen wir das erste Stadienteil hier. So, ein gerades Teil, und dann müssen wir wieder warten, wieder ein gerades Teil. So, und wenn wir jetzt hier eine Verbindung zwischen den beiden Landteilen haben wollen, dann brauchen wir tatsächlich diese Fußgängerbrücke. So. Okay, und jetzt müssen wir tatsächlich hier das bauen. Also Geld genug haben wir ja. Da müssen wir nur immer aufpassen, dass wir das richtig bauen. So, jetzt brauchen wir eine Kurve, nämlich die. Und dann brauchen wir diese Kurve. Da muss man jetzt tatsächlich richtig gut aufpassen. Damit man das hier wirklich auch richtig baut. So, da kann eine gerade Strecke jetzt hin. So, und dann geht es weiter hier. Den Wald wegnehmen. So, jetzt brauche ich wieder eine Kurve, nämlich die. Oh, Neusos braucht Skulpturen. 12 Skulpturen braucht Neusos in 9 Monaten. Ja, die werde ich jetzt nicht zur Verfügung stellen. Da produzieren wir jetzt zu wenig. Dann kriegen sie nachher ein Geschenk und dann ist das auch wieder gut. So, ich bin nämlich jetzt hier mit meinem Hippodrom beschäftigt. So. Das ist gar nicht so einfach hier. So, okay. So, diesen Weg haben wir jetzt ja auch schon weggenommen. Na, hier können wir jetzt eine lange Gerade setzen. Ja.
Ja, mitten im Bau des Hippodroms ist wieder Jahreswechsel. Wir kriegen wieder unsere Tribute. So, jetzt müssen wir wieder in die andere Richtung. Na. So, und dann brauchen wir hier wieder die Fußgängerbrücke. So. Sehr gut. Ja, das ist jetzt tatsächlich so eine Puzzlearbeit hier, um einmal diesen Ring mit den einzelnen Stadien hier zu bauen, damit wir einen geschlossenen Ring haben und somit auch ein funktionsfähiges Hippodrom. Das funktioniert. Oh, das war verkehrt. Zurück. Das brauche ich. Dann wieder so. Ja, das ist echt anstrengend hier. Ja, das passt auch nicht. Ja. Das passt aber auch nicht hier. Nee, das ist verkehrt, was wir hier gebaut haben. Tatsächlich müssen wir hier schon entsprechend eine Kurve bauen. Nein, nein, das geht auch nicht. Ja, du kriegst keine Skulpturen von mir. So, jetzt. So. So. Jetzt hat's geklappt, glaube ich. Nein, immer noch nicht. Ja, ich musste tatsächlich alle Stadien nochmal abreißen, weil ich mich hier vertan habe um ein Feld. Jetzt passt es, weil ich kam hier wirklich nicht weiter. Da muss man wirklich richtig aufpassen. So einfach ist es dann nicht bei so ganz langen Strecken hier und gerade auch bei dieser besonderen Form der Landmasse. Aber ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Kommen wir hier rum? Ja. So, hier können wir wieder gerade Strecken bauen. Nein, gerade Strecken. So, den Wald hier mal wegnehmen. Und dann geht es weiter. Ja, das ist recht mühselig hier, das muss man sagen.
So, wir nähern uns tatsächlich jetzt dem Ende. Hier können wir jetzt den Ring schließen. Das war ein Stückchen Arbeit, aber wir sehen jetzt hier, unser Hippodrom ist jetzt tatsächlich hier fertig gebaut als geschlossene Kampfarena. Gut, klicken wir das mal mit der linken Maustaste an, sehen wir, dass das Hippodrom 12 Pferde braucht, um ein Rennen zu starten. Gut, ja, und wir brauchen natürlich jetzt Pferde, das heißt, wir werden mal das Gewerbe für Pferde wieder anschalten. So, und dann brauchen wir natürlich jetzt ein bisschen Zeit, bis entsprechend die Pferde zur Verfügung stehen. Ja, in der Zeit müssen wir mal wieder nach unseren Schafen gucken. Ja, wieder jede Menge hier, die gesetzt werden müssen. Meine Güte. So, und Rinder brauchen wir da auch wieder neue. Ja. Oh ja. Ja, die große Pyramide braucht natürlich jede Menge Baumaterial. Das dauert wirklich ein bisschen, bis wir die fertiggestellt haben. So, in der Zwischenzeit können wir doch hier mal das verschönern an unserer Pyramide. So, okay, dann können wir doch hier noch Folgendes bauen. Sonnenuhren, ja. So, und hier passen doch auch noch Denkmäler hin, oder? Jawohl. Ach, das sieht doch schick aus, ja. Ja, Orikal würde ich jetzt mal nicht mehr verkaufen. Das brauchen wir jetzt mal selber. Ja, und hier an unserem Hippodrom können wir doch auch noch 2 Denkmäler bauen. So. Na, das sieht doch gut aus. Ja, und hier sehen wir den Pferdeausbilder vom Hippodrom, der jetzt gerade über die Brücke geht, hat jetzt schon ein Pferd geholt für die Pferderennen. Ja, und dann geht er gleich schon wieder weiter und holt die weiteren Pferde. Dann sehen wir jetzt, dass ein Pferd für das Rennen bereitsteht. Na, dann müssen wir noch ein bisschen warten. Ja, Euronymos schenkt uns Wein, ablehnen, können wir nichts mit anfangen. Vielen Dank. Ja, aber wir haben hier in den Pferch der Pferdehöfe doch jede Menge Pferde schon. Oh, Mestonia leidet Hunger. 30 Kisten Nahrung werden in 6 Monaten gefordert. Ja, das können wir losschicken, da haben wir mehr als genug. Ja, ich baue noch eine Kunsthandwerkergilde hier auf, dass es doch ein bisschen schneller vonstatten geht. Ja, Arbeitsmarkt sieht soweit ganz gut aus. Ja, das kann man so lassen. Ja, und jetzt hat der Pferdeausbilder hier tatsächlich 2 Pferde im Beschlag. Sehr gut. So, und die letzten 2 Denkmäler setzen wir hier hin. So, ist ein bisschen versetzt, aber naja, gut. Ja, und Mestonia schätzt uns mehr, da wir den Hungernden geholfen haben. Ja, und bleibt uns jetzt, glaube ich, nicht viel anders übrig, als zu warten, bis wir hier die große Pyramide fertiggestellt haben.
So, und wie viele Pferde haben wir mittlerweile hier bei unserem Hippodrom? 3. Na, dann müssen wir noch ein bisschen warten. Und schon wieder Jahresanfang. Wir nehmen unsere Tribute entgegen. Ja, mittlerweile haben wir den Kern für die große Pyramide fertiggestellt. Ja, und jetzt werden Aurikal- und Marmorplatten gebraucht, um diesen Kern zu verschalen. So, wir haben noch weitere Denkmäler. Da können wir hier auch nochmal Denkmäler hinsetzen. So, man kann hier doch noch eine Allee hin. Ja, und Am verschenkt uns nochmal Rüstungen, 16 Rüstungen. Oh ja, danke. Ja, und wir haben Neusers schwarzem Marmor geschenkt, da wir ja die Skulpturen nicht zur Verfügung gestellt haben. Naja, alles gut. So, und da kommt das Aurikal. Ja, der Weg ist echt weit, den hier unsere Karrenschieber mit dem Aurikal gehen müssen. Aber letztendlich haben sie es dann doch geschafft. Okay, jetzt fehlt wieder Marmor. Ja, und dann kommt auch schon der Marmor. Oh wow, guckt euch an, 3 Ladungen. Ja, für jeden Kunsthandwerker eine Ladung Marmor. Gut, mittlerweile haben wir 7 Pferde in unserem Hippodrom. Und da kommen schon 2 neue. Ja, gucken wir mal auf die Ziele. Das Hippodrom ist zwar gebaut, aber es ist noch nicht aktiv. Also das Ziel ist tatsächlich noch nicht erreicht hier. Aber wir haben wieder Pferde im Pferch. Da sehe ich schon den Pferdeausbilder. Und wir haben es bald geschafft. Bald können die ersten Pferderennen starten. Wieder Jahresanfang, die Jahre verfliegen. Ich habe die Spielgeschwindigkeit auch etwas erhöht. Wir sind jetzt auf 90%. Sonst dauert das tatsächlich doch ein bisschen sehr lange hier. Ja, von beiden Seiten kommen die Baustoffe Marmor und Aurikal. So, das letzte Pferd wird vom Pferdeausbilder zum Hippodrom gebracht. Dann haben wir unsere 12 Pferde. Dann kann das erste Rennen starten. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie das aussieht. Okay, da haben wir einen, der die Fahne schwingt, beziehungsweise ich glaube, von einem Vogel attackiert wird. So, und wir dürfen auch nicht vergessen, ein Hippodrom erwirtschaftet auch Geld, nämlich 100 Drachmen pro Monat. So, und dann warten wir jetzt mal auf das erste Rennen. Ja, wir kriegen schon die Mitteilung, Hippodromziel ist erreicht, wunderbar. Ja, und da geht es los. Das erste Pferderennen in unserem Hippodrom. Wir folgen mal hier den Pferden. Naja, und dann sehen wir hier auf den Sitzbänken die Bürger sitzen. So, da sind noch Verkaufsstände. Schön bunt hier animiert. Ach ja, das gefällt mir sehr gut. Das ist doch wirklich schön gemacht hier. Ah, da kommen sie jetzt die lange Gerade.
Oh, Mestonia schenkt uns Drachmen. 618 Drachmen. Naja gut, haben wir nicht unbedingt nötig. Oh, da sehen wir aber schon hier den Favoriten, der jetzt alle abgehangen hat. Ach, das ist ja auch interessant, dass das tatsächlich hier per Zufallsgenerator so läuft. Ja, sehr cool. Ja, und dann reitet der Sieger ins Ziel. Ja, und es wird die Fahne gewunken. Ja, das ist wirklich super schön animiert hier. Ja, und damit ist das erste Rennen vorbei. Ja, und der Sockel unserer großen Pyramide ist jetzt endlich fertiggestellt. Wir werden jetzt warten, bis endlich die große Pyramide fertiggestellt ist. Und dann werden wir uns mit dem letzten Ziel, nämlich dem Bau der Pyramide des Pantheon, beschäftigen. Ja, das ist auch süß. Schaut euch an, da werden die Pferdeäpfel entsprechend aufgesammelt auf der Pferdebahn. Ach, das ist ja wirklich herrlich gemacht. Ja, und auch das dritte Stockwerk wird jetzt entsprechend verkleidet. Da kommen jetzt jede Menge Ladungen Marmor. Ja, ich denke mir mal, wir haben es bald geschafft. Jetzt fehlt noch Aurikal wahrscheinlich. Oh, wir kriegen Holz geschenkt. Ne, das nehmen wir nicht an. Da haben wir mehr als genug. Vielen Dank. So, was brauchen wir denn jetzt noch? Ja, nur noch 6 Marmorplatten und 4 Ladungen Aurikal. Und wir haben die große Pyramide endlich fertiggestellt. Mal wieder Zeit, nach unseren Schafen zu gucken. Und nach unseren Rindern. No, das war nicht viel. So, da kommt schon mal Marmor. Somit ist die dritte Etage fertiggestellt. Ja, und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Spitze unserer Pyramide. Ja, und wir haben wieder ein Pferderennen in unserem Hippodrom. Ja, und wieder hat ein Pferd seine Hinterlassenschaften dagelassen und unser fleißiger Mitarbeiter hat alles wieder sauber gemacht. So, und ein Priester ist auch schon wieder auf dem Weg, ein Opfertier zu holen. Wunderbar, die große Pyramide ist nun fertiggestellt. Ja, das hat echt ziemlich lang gedauert. So, wir verbinden das hier nochmal schnell miteinander. So. Ja, okay. Und damit brauchen wir jetzt nur noch die Pyramide des Pantheon zu bauen. So, ich denke mir mal, hier neben dem Heiligtum des Poseidons haben wir noch Platz dafür. Wie groß ist denn das überhaupt? Ja, das könnte man tatsächlich hier hinbauen. Da müssen wir mal drehen. Ich weiß aber jetzt nicht, was ist jetzt richtig rum. Ich glaube, so passt es nicht. Doch, so würde es passen.
oder so? Das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Was ist jetzt richtig rum und was ist falsch rum? Ich würde es, glaube ich, jetzt so bauen. Ich hoffe mal, dass das jetzt wirklich eine gute Entscheidung war. Wir brauchen Kunsthandwerkergilden jetzt direkt hier. Das heißt, die würde ich jetzt hier tatsächlich abreißen. So, und dann bauen wir die hier auf. Direkt wieder 3. Dann brauchen wir aber hier noch einen Architekten. Und dann noch die Sperren. So, was brauchen wir denn jetzt hierfür? Ja, das ist mir klar. Was brauchen wir an Mitarbeitern? 4. Das ist nicht so schlimm. So, wir brauchen für die Pyramide des Pantheon 65 Marmorplatten, 125 Platten schwarzer Marmor, 16 Ladungen Holz, 14 Skulpturen und 25 Ladungen Orikal. Okay. Ja, wir haben genug schwarzen Marmor und auch normalen Marmor. Orikal haben wir auch und ich würde jetzt keine Skulpturen mehr verkaufen. Die brauchen wir jetzt selber. So, und ich glaube, ich würde das Gewerbe für Waffen jetzt erstmal ausschalten. Weil wir haben hier dieses ganze Warenlager voll. Das kann jetzt erstmal alles abverkauft werden. Ja, und die erste Ladung schwarzer Marmor wird entsprechend geliefert und wir haben eine Forderung vom Neusos. 12 Holzbretter werden in 9 Monaten gebraucht, können wir verschicken, bitteschön. Ja, das wird wahrscheinlich auch wieder ein Marmorkern werden. Gut, ich denke mir mal, hier müssen wir jetzt wieder jede Menge Baustoffe verbauen und wir brauchen vor allem wieder jede Menge Zeit. Und wir haben ja Jahresanfang. Wir kriegen wieder unsere Tribute. So, ich binde das aber jetzt hier schon mal mit einer Straße ein. So, wir haben ja hier entsprechend den Eingang. Und dann können wir hier, glaube ich, eine Allee bauen. Ja. So. Ja, haben wir schon mal schön eingebunden. So, und das könnten wir hier auch entsprechend einbinden. Ich möchte das hier noch so weit verschönern, denn sobald ja hier unser Monument fertiggestellt ist, haben wir auch diese Episode und somit auch das Abenteuer, die Geburt von Atlantis, abgeschlossen. Aber es sind jetzt erstmal nur 2% fertiggestellt. Da brauchen wir noch etwas Zeit. Wir haben aber noch Denkmäler. Wir könnten hier noch ein Denkmal hinsetzen. Ja. Und genau auf der gegenüberliegenden Seite passt auch noch ein Denkmal hin. Säulen könnten das hier einrahmen. Ja, das könnten wir hier eigentlich auch machen. Wir könnten allerdings auch hier eine Allee rumführen. Das müsste eigentlich sogar gehen. Ja, das passt sogar hier rum. Ah, schön. Genau, dann können wir nämlich die Allee hier weiterführen. Das gefällt mir. Und so, dann können wir hier die Säulen so weiterführen. Zwar nicht komplett durch. Ja, das wird ein interessantes Gebäude werden, das muss ich wirklich sagen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie es aussieht. Ja, der Marmorkern unserer ersten Etage ist fertiggestellt und hier sehen wir jetzt jede Menge schwarzer Marmor.
wird jetzt für die Verkleidung gebracht und wir werden wahrscheinlich auch noch Aurikal benötigen. Ja, da wird mir jetzt noch nicht gebaut. Ja, da wird das Aurikal auch schon geliefert. Ja, und es geht auch direkt los. Ja, und Gardis braucht jetzt Aurikal. Naja, das brauchen wir aber selber. Ob ich das hier zur Verfügung stellen möchte, weiß ich nicht. Allerdings, ich glaube, die erste Etage unserer Pyramide des Pantheon ist jetzt fertiggestellt. Da kommt nochmal eine Lage Aurikalk. Und dann könnten wir das Aurikalk, glaube ich, jetzt erstmal hamstern. Das verkaufen wir ja auch. Dann hamstern wir das jetzt mal. Und dann können wir Gardis auch dann das Aurikal zur Verfügung stellen. Denn jetzt wird ja wahrscheinlich die zweite Etage aus Marmor gebaut. Dafür werden ja jetzt einfach 4 Lagen als Block errichtet. Und wir brauchen im Moment noch keinen Aurikalk. Ja, das passt. Ja, der hölzerne Aufzug ist auch schon jetzt gebaut worden für die zweite Etage. Ja, und Gardis braucht weiterhin Aurikalk in 6 Monaten, 19 Barren. Was haben wir jetzt? 10 Barren haben wir jetzt und das sollte eigentlich passen. Ja, wir werden jetzt Folgendes machen. Wir warten jetzt wirklich, bis die Pyramide fast fertiggestellt ist. Die Bauweise ist ja jetzt eigentlich bekannt. Da kommt schon wieder Marmor entsprechend. Ja, und ich werde jetzt doch noch mal ein paar Skulpturen verkaufen. Hier stapelt sich alles, das dauert ja wirklich. Ich gehe mal davon aus, dass die Skulpturen ganz zum Schluss aufgestellt werden. Dann werden wir dann später halt das entsprechend nicht mehr verkaufen. So, wenn ich jetzt hier noch den Verkauf bei Gardis ausschalte. Ja, dann haben wir 18 Barren Aurikalk, da kommt gerade die 19. So, dann können wir nämlich jetzt die Forderung für Gardis verschicken. So, und dann werden wir Aurikalk jetzt erstmal wieder freigeben und erstmal nicht verkaufen. So, Mestonia schenkt uns Fisch, 6 Körbe Fisch, nehmen wir an. Nahrungsmittel können wir immer gebrauchen. Wie sieht es eigentlich aus? Deutlich zu wenig. Oh, das ist aber nicht gut hier. Das sieht aber eigentlich alles ganz gut aus hier. Und hier auch. Na, da mache ich mir jetzt wirklich keine Gedanken. Ja, wir werden jetzt hier unser Bauwerk, die Pyramide des Pantheon, fertigstellen. In der Zwischenzeit werden wir immer wieder mal nach unseren Schafen und Rindern gucken, Forderungen erfüllen und einfach unsere Stadt gut verwalten. Ja, mittlerweile ist die zweite Etage unserer Pyramide des Pantheon fertiggestellt. Ja, und die ersten Bodenplatten sind ja schon verlegt worden. Ja, und hier in diesen Lücken werden die Skulpturen kommen. Ja, wir schauen mal. Was kommt denn da? Da kommt Marmor und schwarzen Marmor. Okay. Wir brauchen jetzt noch 11 Marmorplatten, 2 Platten schwarzen Marmor und 14 Skulpturen. Okay, das ist ja jetzt wirklich nicht mehr viel. In der Zwischenzeit habe ich hier noch den Handelsposten unserer Kolonie Evanestos gebaut, damit wir noch weiter schwarzen Marmor verkaufen können, weil wir haben ja mehr als genug schwarzen Marmor. Ja, bin ich ja mal gespannt, wie das Bauwerk jetzt aussieht. Was wird jetzt da gebaut? Ah, auch noch Bodenplatten. Okay. Oh, wie schön. Okay. Ja, ein spannendes Gebäude, das muss man wirklich sagen. Ja, und die Fertigstellung unserer Pyramide des Pantheon nähert sich dem Ende. Da kommen jetzt die Skulpturen.
Das ist auch das Einzige, was wir noch brauchen. Nach langer Zeit können wir jetzt das letzte Monument tatsächlich fertigstellen. Ja, und da werden nochmal unsere wohlgesonnten Götter in Skulpturen verewigt. Das letzte Mal schauen wir jetzt tatsächlich nochmal nach unseren Schafen und nach unseren Rindern. Ja, schon wieder Jahresanfang. Ja, und hier haben wir eine Rückentwicklung, das habe ich gar nicht mitbekommen. Zwar sieht der Arbeitsmarkt noch gut aus, aber dieses Warenlager ist verkehrt eingestellt. Hier muss die Wolle natürlich gefordert werden. Gut, das war jetzt nicht ganz so schlimm, kann sich nachher wieder entwickeln. Ja gut, dann schließen wir jetzt mal den Bau der Pyramide des Pantheon ab. Ja, die letzten 2 Skulpturen werden zu unserer Pyramide des Pantheon gebracht. Wir schließen jetzt dieses Bauwerk ab, endlich. Wunderbar, wir haben es fertiggestellt. Die Pyramide des Pantheon. Gehen sofort in den Pausenmodus, weil wir wollen uns Atlantis doch noch mal kurz anschauen. Ich werde eben noch schnell hier das abreißen. Das möchte ich wirklich nicht haben. So, und dann können wir das noch eben schnell hier verschönern. Ja, sehr schön. Unsere Entwicklung begann hier mit diesem Wohngebiet, wo wir unsere Nahrungsmittel produzierten, nämlich Fisch und Wild sowie Weizen. Ja, und hier haben wir auch unsere Produktion von Wein und Olivenöl. Haben dann hier das Heiligtum der Aphrodite und der Artemis errichtet. Hier im Nordosten haben wir unser zweites Wohngebiet aufgebaut und hier produzieren wir Bronze und Aurikal sowie Skulpturen und auch Waffen, haben dann hier auch das Heiligtum des Hephaistos errichtet. Wir errichteten dann hier unser großes Wohngebiet für die gehobenen Wohnungen, die maximal entwickelt wurden, indem wir jetzt hier in dem Add-on die Bürger mit Streitwagen versorgt haben. Hier produzieren wir unseren Marmor und auch schwarzen Marmor sowie Fleisch und Holz. Hier ist unsere kleine Siedlung bei dem Vorkommen unseres Marmors und schwarzen Marmors. Am Eingang zu unserer Stadt haben wir 2 Türme errichtet und 2 Kriegsfregatten gebaut. Hier haben wir den Schrein des Poseidon und die große Pyramide errichtet. Ja, und als ein Sonderbauwerk haben wir hier ein Hippodrom jetzt gebaut, was hier tatsächlich um diese zentrale Insel entsprechend führt und unsere Bürger mit spannenden Pferderennen erfreut. Ja, und hier haben wir unsere zentrale Insel mit dem Stadtpalast, dem Heiligtum des Poseidons, die Zitadelle des Poseidons, die kleine Pyramide sowie eine normale Pyramide und natürlich die gerade fertiggestellte Pyramide des Pantheon. Die Ziele sind alle, wie gesagt, erreicht und wir können jetzt diese Episode erfolgreich abschließen und somit auch das Abenteuer, die Geburt von Atlantis. Der Augenblick ist gekommen. Das köstliche Ambrosia hat mich unsterblich gemacht. Allerdings hätte ich etwas Nektar vertragen können, um es runterzuspülen. Nun werden mich alle Götter des Olymp als Gott willkommen heißen, während du zum alleinigen Herrscher des Königreichs Atlantis gekrönt werden sollst. Ich hege keine Zweifel, dass du Atlantis ein weiser Herrscher sein und mich vielleicht sogar übertreffen wirst, wenn ich diese Welt hinter mir lasse. Bedenke alles, was ich dich gelehrt habe, und vergiss niemals, die Symphonia Ithikos zu achten.
Ich werde stets über dich und Atlantis wachen. Übrigens bin ich recht zufrieden mit der Pyramide des Pantheon. Ganz besonders gefällt mir meine Skulptur, die du in Auftrag gegeben und dem mächtigen Bauwerk hinzugefügt hast. Gut gemacht. Ein sehr umfangreiches erstes Abenteuer unseres Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon liegt hinter uns. Wir schauen mal, was man uns zum Schluss noch zu sagen hat. Meine herzlichsten Grüße. Mit Freuden kann ich konstatieren, dass mir die Unsterblichkeit gut bekommt und mir die göttlichen Taten wohl von der Hand gehen. Wie ich sehe, passt dir die Herrscherkrone wie angegossen. Du regierst das Königreich Atlantis meisterlich und deine Onkel, die allesamt über eigene Königreiche herrschen, haben mich wissen lassen, dass deine Verdienste sie mit Wonne erfüllen. Doch am besten ist das gute Beispiel, das du deinem Volk bietest, indem du die Symphonia Ithikos achtest. Ganz Atlantis steht zu dir. Wir Götter könnten mit dem Ergebnis nicht zufriedener sein. Mit dir am Steuer geht Atlantis einer strahlenden Zukunft entgegen. Ich bin stolz darauf, dein Vater zu sein. Ja, nochmal große Lobeshymnen auf uns und unsere Taten. Damit haben wir dieses Abenteuer, die Geburt von Atlantis, erfolgreich abgeschlossen und weitere Abenteuer warten auf uns. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Abenteuer mit dabei seid. Und bis dahin sage ich Tschüss, euer Dominus.